Stories in der Schweiz. Ich fahre gerade zu Martin. Martin, habe ich gehört, soll das ein oder andere Fahrzeug haben. Ich bin gespannt, da hinten steht er auch schon. Er wartet ein bisschen auf uns und was ich jetzt sehe, was ihr gleich seht, haut mich fast schon wieder um. T2, dahinter ein Eriber Puck, wahnsinns traumschönes Gespann und so wie er aussieht, kommt er gerade frisch aus dem Urlaub. Hi. Hallo. Ich bin der Christian. Hi Christian, Martin. Cool, dich zu sehen. Freut mich, ja, gleichfalls. Ich habe gerade schon gesagt, du siehst aus, als kämst du aus dem Urlaub mit dem Gespann. Bin ich auch. Nein, echt? Doch, gestern Nacht nach Hause gekommen, ja. Das ist mega. Genau. Traumhaft. Magst du mir mehr erzählen über deinen Bus? Ja, das ist Eddie, unser VW-Bus T2. Und er ist so unser Familienmitglied. Wir gehen mit ihm immer in die Ferien. Ja. Und seitdem wir mit den Kindern unterwegs sind, ist auch Maggie noch dabei. Ah. Das ist der Puck, der kleine Anhänger. Ja, dann brauchen wir als Küche und als Staumaterial für die Kinder Velo und alles, was da dazu gehört. Und irgendwas selbst umgebaut? Also ist ein Camper, sieht man, hat ein Klappdach, die Lamellenfenster drin. Genau, ja. Hast du den selber umgebaut oder? Nein, wir haben ihn so gekauft Ja. von jemandem, der ihn so aufgebaut hat selber. Er hat alles selber gemacht, ist Lehrer von Beruf und hat das vor irgendwie 20 Jahren hat er ihn aufgebaut in Holland zusammen. Ja. Seine Frau ist Holländerin und ja, so ist das dann. Okay, also es ist jetzt kein kompletter Westfalier. Nein, es ist innen, wir können kurz reinschauen, es ist innen alles selber ausgebaut, Schön. die Möbel angemalt und ja, man kann das Nötigste mitnehmen, man hat Platz für vieles. Für uns passt es. Wir haben alles noch so gelassen, die Gardinen, alles ist noch so, Ja, also alles so wie vom Vorgänger. wie wir ihn bekommen haben, ja. Du hast eben erzählt, naja, das ist einer von den Autos. Das heißt, du hast noch weitere Autos oder auch Bullis? Auch Bullis. Magst du was zeigen? Natürlich. Na, da bin ich mal gespannt. Dann zeig mal. Können wir schauen? Wow. Die heilige Halle. Das sind alles deine? Nein, nicht ganz. Nicht ganz alle, aber ein paar davon. Safari-Fenster vorne, Patina im Dach. Bisschen tiefer gelegt. Ein bisschen tiefer, ja. Er steht noch auf den falschen Felgen, aber sie sind bereit, die anderen. Und innen drin hast du? Ja, bin ich dran mit Ausbauen. Mache ich den ganzen Innenausbau mache ich selber. Mache Möbel rein. Okay, also isoliert hast du ihn jetzt schon Genau, komplett? isoliert ist Decke ist gemacht, Kabel sind gezogen. Ist das altes Holz oder? Ja, ist altes Holz von einem Freund von mir, der eine Scheune abgerissen hat. Ist das irgendwie Holz von 1800 irgendwo. Wow, alle reden immer von Nachhaltigkeit. Also das ist gelebte Ja, Nachhaltigkeit. genau, ja, das ist wirklich cool. Also was ich mir gut vorstellen kann ist, wir machen ja nächstes Jahr unser Bulli-Treffen in Hannover im Juni. Wenn du mit dem Schätzchen vorbeikommst, dann hast du jetzt auch ein Ziel, dass du fertig bist. Ein Ziel zum Fertig? Ja, das wäre doch was. Ja, sehr gerne. Ja. Okay, ich sehe dich da. Gut, in Hannover, ja, freue mich. Ich freue mich drauf. Der ist halt auch, der habe ich von einem Freund bekommen, der mir die Motoren aufbaut. Ja. Ich wollte ihm eigentlich einen anderen Bus abkaufen. Und wir gingen so in der Scheune rum und schauten und schauten. Und ich wusste nicht, dass er den hatte. Und dann machte er das Tor auf und meine Frau, den will ich. Ich will nicht den anderen, ich will den. Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass wir den irgendwann. Und der ist auch noch im Erstlack und der ist wirklich ungeschweißt. Hat man da nicht Angst, wenn man weiß, das ist der erste Lack, das Auto ist noch nie geschweißt? Hat man da nicht Angst, mit so einem Auto zu fahren? Nein, ich finde es einfach schade, wenn die Autos nur in der Halle stehen und nicht gebraucht werden. Also bei mir fahren alle. Das ist gut, das ist ein super Ansatz. Was hat den so besonders gemacht, dass ihr den unbedingt haben musst? Ja, es ist ein 69er T2A und es ist wirklich, Innenausstattung ist noch alles original, noch die Sitze, alles, hinten vorne ist noch das Originalleder. Er ist noch absolut ungeschweißt, also du kannst mal in die Radkästen schauen, vielleicht brauchen wir etwas Licht. Es ist wirklich noch
es ist wirklich alles noch so Nein, den schön. hast du restauriert. Nein, der ist wirklich noch absolut original. Das ist schon krass, wie der noch schön erhalten ist. Okay, darf ich? Auf jeden Fall. Wirklich da, das Furnier, es löst sich nirgends, es ist wirklich, das ist wirklich sehr cool. Dann habe ich oben extra noch das originale Continental-Bett. Ja. Das hat es gegeben beim T2A Ja. für die Kinder, dass die oben schlafen können. Das war vorher nicht drin. Das habe ich dann selber nachgerüstet. Das habe ich von Holland, von einem bekommen, weil ich unbedingt ein originales wollte. Und es gibt auch einen Nachbau, aber es ist ein originales, ich wollte unbedingt. So, du hast jetzt T1, T2. Gibt es auch einen Reiz für neuere, also T3, T4 oder sogar noch neuer? Oder ist Also ich das fahre, für dich so? Alltagsauto ist ein T5, Okay. ein Multivan. Ja. Ja, das ist schon auch. Gehört Okay, auch also dazu. gehört auch dazu, ist auch akzeptiert und toleriert. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Okay, so jetzt hast du ja gesehen, ich bin ja mit einem etwas anderen Auto da. Wolltest du mal fahren? ja. Auf jeden Fall. Ja, los, dann Ja, sehr gerne. machen wir mal eine Runde. Krass, ey. Wow. Schon etwas anders als die alten, ne? Es ist schon erstaunlich, wie so der Hype vom Bulli, wie der über Jahre, Jahrzehnte hinweg immer bleibt. Das ist schon krass, ne? Bleibt er und also was viele sagen, weiß ich nicht, wie deine Meinung dazu ist, dass das hier jetzt nicht einfach ein Retro-Auto ist, sondern wenn du heute einen Bulli entwerfen willst, noch gar kein Bulli gäbe auf der Welt, und du würdest jetzt anfangen einen zu bauen, dann würde er so aussehen. Dürfte der einen Bulli-Schriftzug haben? Ja, natürlich. Natürlich darf ein Bulli-Schriftzug haben. Und ich fühle mich auch wohl. Also ich fühle mich jetzt wirklich wohl in dem Auto. Es ist schön zum Fahren, es ist übersichtlich, du sitzt hoch. Wollen wir hier drehen? Oder? Ja, lass mal. Dreh mal hier, dreh hier. Also wo? Ja, hier, So. drehen. Voll einschlagen. Ja, das geht sogar, ne? Krass. Ach, das ist krass, der Einschlag. Hey. Leck, Bob. Das ist deine Familie. Genau, ja. Hallo, ich bin Christian. Hallo, ich bin Laura, freut mich. Freut mich auch. Hi, Und du bist Christian. die sich den grünen T2 ausgesucht hat. Ja, genau. Genau. Das ist ja irre. Und was ich noch viel verrückter finde ist, zeigst du mir mal deinen Ehering? Ja. Das ist Wahnsinn. Die beiden haben ein VW-Zeichen drin. Aber das heißt, nicht nur er ist so verrückt, du auch. Ja, ich auch. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen sein. Er hat mich gefreut, dass hier dein Mann ein bisschen ausleihen durfte fürs Gespräch. Ja, super. Hat super Spaß gemacht. Und ich glaube, wir fahren noch eine kleine Runde noch mal einmal auf den Berg. Martin, danke für diesen tollen Tag. Es war echt toll, dich kennengelernt zu haben, weil unglaublich. Ich habe nichts erwartet, weil ich kannte dich nicht. Und die Kollegen haben gesagt, fahr mal zu dem Martin. Der hat so 1, 2 Busse und der macht auch schöne Sachen. Und sie haben echt nicht gelogen. Es hat mich auch sehr gefreut, dass du mit dem ID.Buzz zu mir gekommen bist. Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet und ich bin positiv überrascht. Es hat mich sehr gefreut, dass ich das kennenlernen durfte, jetzt schon, vor allen anderen natürlich. Und ja, wer weiß, vielleicht steht ja bald so einer auch bei mir in der Garage. Das fände ich spannend. Grundsätzlich zum ID.Buzz, gehört er zur Bulli-Familie? Sicher mehr als auch schon. Das war sie, die Bulli Love Story aus der Schweiz. Es war klasse, den Martin kennenzulernen, seine Familie. Und ich freue mich auch darauf, die wirklich nächstes Jahr in Hannover wiederzusehen. Ich bin gespannt. Er hat noch einiges zu tun bei seinem High Roof. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, bleibt dran. Es gibt noch weitere Bulli Love Stories. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten.